Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und im heutigen Video möchte ich euch ein neues Accountsystem vorstellen, was Shakes and Fidget in kommender Zukunft für uns parat hält. Bevor das allerdings losgeht, wollte ich euch eine kleine Sache zeigen, und zwar bei meinem Partner Holy Energy gibt es momentan eine neue Sorte, die gerade gestern released worden ist, und zwar ist das Kaktus-Kamel hier, ja. Kaktusfeig ist der Geschmack, ist ein sehr, sehr cooler, erfrischender Geschmack auf jeden Fall, und ich konnte schon das Ganze eine Woche vorher testen und ich muss sagen, ich bin sehr angetan von der Sorte. Wer das Ganze mag in die Richtung oder das von anderen Geschmackssorten Kaktus kennt, wird definitiv hiermit zufrieden sein. Finde ich sehr, sehr gelungen. Einer meiner Top-Sorten, die Holy rausgebracht hatte. Die Sorte ist übrigens auch ganz nice. Die kam davor raus. Ja, das ist Ananas Maracuja Passionsfrucht. Auch sehr cool, könnt ihr sehr gerne abchecken. Link ist dazu unten in der Videobeschreibung, und mit dem Code DORZA5 spart ihr euch 5 € bei eurem Ersteinkauf und mit dem Code DORZA 10% auf euren Gesamteinkauf. Ja, vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet hat. Bisher nur positive Resonanz gehört von den Leuten, die das probiert haben. Deswegen checkt es auf jeden Fall mal aus. Die gesündere Energy Drink Alternative trinke ich momentan recht häufig auf jeden Fall. Ja, da hat man es kurz schon gesehen. Es wird ein neues Accountsystem geben in Shakes and Fidget, und zwar im Update 15.5. Also das dauert wohl noch ein bisschen, denn wer das letzte Update verfolgt hat, wir sind erst bei 15.2. Ja, also könnten noch locker 2 Updates oder so noch, oder wenn nicht sogar noch mehr dazwischen kommen, Update Punkt 3, Punkt 4 bis Update 15.5 kommt. Und ja, das Ganze, das nervt mich jetzt hier aber. So, ich muss das mal zur Seite schieben. Der Chat fängt an zu blinken, ja. Und ich will das nicht immer in meinen Videos leaken hier. Das nervt immer. Auf jeden Fall kommt ein neues Accountsystem. Ich werde euch das Ganze mal vortragen, was das Ganze auf sich hat und ja, was das für Folgen hat, was das Ganze bewirken soll und wie ihr das denn auch macht, wenn es denn soweit ist. Ja, genau. Update 15.5 eingeführt wird es möglich sein, alle eure Shakes and Fidget Charaktere mit nur einem Zugang zu spielen. Was ist der Vorteil? Sobald ihr einen SF-Account erstellt habt, könnt ihr alle eure existierenden Shakes and Fidget Charaktere mit diesem verbinden und natürlich auch neue Charaktere mit diesem Account erstellen. Das bedeutet, ihr werdet nur noch einen Zugang benötigen, mit dem ihr alle eure Charaktere verwalten könnt. Der Shakes and Fidget Account kann auf allen Plattformen genutzt werden, egal ob ihr in eurem Lieblingsbrowser auf dem Handy oder auf Steam spielen wollt. Das hat erstmal irgendwo einen Vorteil, meiner Ansicht aber auch einen kleinen Nachteil, denn der Vorteil ist natürlich, das Ganze macht es viel, viel leichter, alle seine Accounts zu verwalten. Man braucht nicht für alles extra irgendwie eine neue E-Mail-Adresse, ein neues Passwort etc. pp. Aber auf der anderen Seite ist, falls mal irgendwie ein Account von euch an falsche Hände gerät, was eigentlich nicht passieren sollte, oder gehackt wird oder irgendjemand anders bekommt die Zugangsdaten, dann verfügt dieser über alle eure Charaktere gleichzeitig. Vorher habt ihr ja mit einem Passwort einen Account bespielt, ne? Und jetzt besteht quasi ein Passwort für ein Shakes and Fidget Account, wo alle Charaktere drin gespeichert werden sozusagen. Und dort dann halt eben das zwar einfacher ist, weil ihr braucht dann wahrscheinlich dann auch nur noch einen Account beziehungsweise ein Passwort und eine E-Mail, ist natürlich dann auch deutlich anfälliger, ne? Dass man dann gleich alles auf einmal ja, deleten kann oder ja, weiß ich nicht, was man sich so im schlimmsten Falle halt so ausmalt, was damit passieren kann, ne? Auf der anderen Seite natürlich sehr nützlich, sehr zeitsparend, und wer weiß, ob das früher oder später wahrscheinlich Pflicht sein wird. Das kann ich euch jetzt auch noch nicht sagen, denn eventuell könnten ja damit neue Features bzw. neue ja, Herangehensweisen in dem Spiel vorangetrieben werden bezüglich, weiß ich nicht, werfe ich jetzt einfach mal in den Raum, Server-Zusammenlegung.
Ja, das kommt mir bei diesem Thema irgendwie ziemlich nahe oder ne, also es kommt mir so vor, als ob das irgendwie in Zusammenhang damit stehen könnte, weil uns ja auch gesagt worden ist, dass daran auf jeden Fall im Hintergrund gearbeitet werden sollte. In einem der offiziellen Livestreams, wo auch der Thorsten mit dabei gewesen ist, der CEO von Playa Games. Und deswegen kann man davon auch ausgehen, dass da eventuell in Zukunft irgendwann was kommen wird und das jetzt so ein bisschen der kleine Vorreiter dafür ist. Ja? Aber wissen tue ich das selbst auch nicht, ja, also so tief bin ich in der Materie auch nicht drin. Ich erstelle hier nur Content, ja, mehr mache ich hier auch nicht. So, ich mache hier mein Daily Stuff, aber viel mehr Einblicke habe ich hinter die Kulissen auch nicht, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich bin da jetzt tief irgendwie drinne in der Playa Games Bubble verankert oder so, das könnt ihr vergessen. Also es ist immer noch alles so wie an Tag 1, wo ich hier mit Shakes & Fidget angefangen habe, nur dass ich jetzt halt eben gesponsert werde und halt durch den Creator Code tatsächlich auch finanziell unterstützt werde, durch euch natürlich auch und euren Support. Vielen lieben Dank auch an der Stelle natürlich, ne? Aber viel mehr Einblicke habe ich dadurch jetzt auch nicht. So, deswegen, es werden die üblichen Login-Methoden für den SF-Account angeboten, zum Beispiel E-Mail, Passwort, Steam-ID, Facebook und viel mehr, je nachdem, welches Gerät ihr für die Registrierung nutzt. Wir empfehlen, E-Mail und Passwort zu benutzen, da es die Login-Methode ist, die auf allen Geräten und unabhängig von der genutzten Plattform zur Verfügung steht. Nachdem der SF-Account erstellt wurde, können weitere Authentifizierungsmethoden hinzugefügt werden. Auch die Charaktervalidierung wird durch die SF-Accounts einfacher. Ihr benötigt lediglich den SF-Account zu validieren und alle über diesen Account erstellten oder verbundenen Charaktere werden automatisch validiert. Habe ich da kostenlose Pilze gehört? Natürlich bringt euch das Ganze auch was. Wenn ihr das Ganze verknüpft, ne, mit dem Shakes & Fidget Account, mit euren Charakteren, erhaltet ihr 15 kostenlose Pilze. Ja? Und hier kann man auch über diesen Link zum Help Center gehen und da gehen wir jetzt auch hin. Und hier ist Playa Games im Hintergrund auch fleißig am Arbeiten die ganze Zeit. Das ist ein Feature, was viele gar nicht wissen, aber dieser Playa Games Support, dieses Help Shift Center, beantwortet natürlich viele Fragen und soll auch den Support ein bisschen entlasten. Ja, hier im ersten Tab, also das ist jetzt alles zur Account-Validierung, hier zum Beispiel auch ganz viele Fragen, die beantwortet werden. Warum kann ich mich nicht einloggen und sowas? Ne? Warum habe ich meine Validierungsmail nicht bekommen und sowas? Ne? Darf ich mehrere Accounts spielen? Ne? Das sind alles so Sachen, da kann man sich natürlich durchlesen. Aber jetzt erstmal dazu, der erste Punkt, den hatten wir soweit abgehakt mit den News aus dem Forum. Das nächste ist, wo finde ich eine Übersicht aller meiner Charaktere? Ja, hier kommen wir auch zum ersten Bild und das kann ich euch gleich mal hier in groß zeigen. So sieht das Ganze aus, hier in groß einmal. Da haben wir hier oben eingeloggt als ... Wir haben hier den Account mit der goldenen Steckdose und einmal die lokale mit der grauen Steckdose. Das hat auch noch was zu sagen, das zeige ich euch gleich. Und hier unten kann man halt unter Account einen neuen Charakter erstellen. Kann man, soweit ich weiß, aber auch über lokal. Und hier unten kann man dann seinen Charakter verknüpfen. Klicke hier, um einen bereits bestehenden Charakter mit deinem Shakes & Fidget Account zu verknüpfen. So, wenn wir hier hin mal gehen, dann wird das Ganze auch nochmal genauer erklärt. Und zwar Tab Account, ja, das ist dann quasi der Tab Account hier oben jetzt, der linke mit gemeint. Wenn du in deinen Shakes & Fidget Account eingeloggt bist, kannst du in dem Tab Account alle Charaktere, die mit deinem Shakes & Fidget Account verbunden sind, sehen. Diese Charaktere sind dauerhaft gespeichert und können auf keinen anderen Shakes & Fidget Account übertragen werden. Verknüpfte Charaktere sind auf allen Geräten spielbar. Wenn du hier auf neuer Charakter klickst, wird der neue erstellte Charakter hier hinzugefügt und ist damit automatisch validiert und verknüpft. Klicke auf Charakter verknüpfen, um einen Charakter aus dem Tab lokal mit deinem Shakes & Fidget Account zu verknüpfen. Bist du nicht in deinen Shakes & Fidget Account eingeloggt, ist der Tab Account deaktiviert. Ja, das Ganze ist natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen vorwegnehmend jetzt hier, dass ich euch das Ganze zeige und erkläre, weil wenn es nachher soweit ist, dann wisst ihr auch schon erstmal Bescheid und werdet dann eventuell nicht ganz so überrumpelt mit dem ganzen neuen Zeug und ja, wisst schon ungefähr, was auf euch zukommt. Falls ihr auch in die Richtung News und sowas weiterhin up-to-date bleiben wollt, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auf dem Kanal hier ein kostenloses Abo dalasst, um in Zukunft nichts zu verpassen. Vielen lieben Dank dafür. Ja, jetzt kommen wir zum Tab Lokal, ne? Das ist quasi hier der rechte, ne? Mit der
grauen Steckdose. In dem Tab Lokal befinden sich alle Charaktere, die du bereits lokal importiert hast. Das ist quasi die alte Charakterauswahl. Hier landen also alle Charaktere, die du erstellt hast, ohne in deinen Shakes & Fidget Account eingeloggt zu sein. Wenn du diese Charaktere mit deinem Shakes & Fidget Account verknüpfst, verschwinden sie aus dieser Ansicht. Solltest du nicht in deinen Shakes & Fidget Account eingeloggt sein, dann ist hier der Button Neuer Charakter verfügbar, damit du einen neuen Charakter erstellen kannst. Dieser ist dann allerdings nicht automatisch validiert und mit deinem Shakes & Fidget Account verknüpft. Also der lokale Spot ist quasi so ungefähr wie wenn ihr hier in der Charakterauswahl einen neuen Charakter erstellt, auf Weiter geht und dann hier das Ganze erstellt. Ja, dann ist das Ganze immer noch nicht verknüpft und auch noch nicht validiert. Das seht ihr hier auch dann halt eben an dem roten Ausrufezeichen. Das ist quasi vergleichbar dann mit dem lokalen Tab in der neuen Auswahl hier, ne? Und somit müsst ihr das Ganze dann auch noch manuell verknüpfen mit eurem Account, damit das Ganze dann auch validiert wird. So, genau. Ja, das haben wir. Verwalten-Button. Die Reihenfolge, in deine Charaktere angezeigt werden, kannst du über den Verwalten-Button ändern. Außerdem können Charaktere gelöscht werden. Okay, ja, das ist ja weiter bekannt, soweit ich weiß. Und damit kommen wir auch hier zu dem... Achso, okay, wie erstelle ich einen Shakes & Fidget Account? Ja, das ist, denke ich mal, auch relativ easy. Du kannst dich entweder mit E-Mail und Passwort oder mit einer anderen Login-Methode, wie beispielsweise Facebook, Apple ID etc., ne? Das könnt ihr alles mit E-Mail anmelden. Wähle einen Accountnamen, gib eine E-Mail-Adresse an, wähle ein sicheres Passwort. Das ist jetzt quasi, sieht das denn so aus, wenn wir das mal Bild im neuen Tab öffnen. Okay, ist jetzt auch nicht viel größer, aber hier sieht man dann quasi die Registrierung eines Shakes & Fidget Accounts, womit dann halt alle Charaktere auch verwaltet werden. Klicke auf Account erstellen, es wird nun eine E-Mail mit einem Validierungslink an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Du musst den Validierungslink bestätigen, ne? Bla bla bla, keine E-Mail erhalten. Ja, da seht ihr hier auch weiter, was dann zu tun ist. Okay, was ich euch aber noch zeigen wollte, ist, wie verknüpfe ich einen Charakter mit meinem Shakes & Fidget Account. Und da haben wir das Bild hier, was ihr gerade schon gesehen habt. Das sieht dann quasi so aus, wie in der normalen Charakterübersicht halt eben auch. Ne? Was passiert jetzt, wenn ihr halt einen neuen Account erstellt und der soll aber zu euren, oder einen Charakter und der soll zu eurem Account, zu eurem SF-Account, damit dieser dort auch validiert werden kann. Besitzt du einen Shakes & Fidget Account, kannst du bereits erstellte Charaktere, die noch mit keinem SF-Account verbunden sind, mit diesem verknüpfen. Die Verknüpfung eines Charakters mit einem Shakes & Fidget Account ist permanent und kann nicht wieder aufgehoben werden. Das Entknüpfen eines Charakters von einem Shakes & Fidget Account führt zu dessen unwiederbringlichen Löschung. Also darauf achten, wenn ihr einmal wenn ihr hier einmal in eurer Charakterauswahl einen Charakter erstellt habt und den einmal mit eurem Account verknüpft habt, dann ist das nicht mehr rückgängig zu machen und führt dann quasi zur Löschung des Charakters. Ne? Jetzt muss ich immer aufpassen zwischen Charakter und Account. Das sind dann halt jetzt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Charaktere, die noch nicht verknüpft sind, haben entweder ein rotes Ausrufezeichen im Profilbild, siehe hier, ja. Charakter ist noch nicht gesichert und nicht verknüpft, oder einen grauen Stecker. Charaktere wurden über die alte Login-Methode gesichert und in dem Tab lokal importiert und ist auch noch nicht verknüpft. Ja, also sobald ihr einen Account erstellt habt, sind erstmal eure Accounts oder eure Charaktere überall in lokal gespeichert und die müssen dann mit diesem Account dann verknüpft werden. Ne? Variante 1, rotes Ausrufezeichen, grauer Stecker. Klicke auf das rote Ausrufezeichen bzw. grauen Stecker. Wenn du nicht in deinem SF-Account angemeldet bist, wirst du darauf hingewiesen, dich anzumelden oder zu registrieren, wo du denn quasi das hier dann ausfüllen musst. Wenn du bereits in deinem Shakes & Fidget Account angemeldet bist, wirst du stattdessen gefragt, ob du diesen lokalen Charakter mit deinem SF-Account verknüpfen möchtest. Klicke auf Hinzufügen, um den Vorgang abzuschließen. Dein Charakter ist jetzt mit deinem SF-Account verbunden und kann unter den Tab Account verwaltet werden. Hinweis: Wenn du in einem SF-Account eingeloggt bist und einen Charakter zum ersten Mal einloggst, öffnet sich
öffnest, wirst du einmalig gefragt, ob du diesen direkt verknüpfen möchtest. Ja? Variante 2, Account-Tab. Ich weiß jetzt nicht, was hier unten passiert ist. Achso, ist 0 Uhr. Okay, da wurde hier alles geresettet anscheinend. Account-Tab. Da haben wir quasi das Bild hier, ja, eingeloggt als Player-Account. Navigiere zu dem Account-Tab, oben links in der Charakterauswahl, klicke auf Charakter verknüpfen, klicke auf den Charakter, den du mit deinem SF-Account verknüpfen möchtest, wähle das Häkchen an, dass du diesen Charakter permanent mit deinem SF-Account verbinden möchtest, klicke auf Hinzufügen, um den Vorgang abzuschließen. Dein Charakter ist jetzt mit deinem SF-Account verbunden und kann unter den Tab-Account verwaltet werden. Dadurch wird er aber ab sofort nicht mehr in dem Tab lokal angezeigt, das hatten wir ja schon, und kann nur noch gespielt werden, wenn du in deinen Shakes & Fidget Account eingeloggt bist. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Das sind die neuesten News, die rauskamen hier gestern und heute in dem Help Center, Help Shift Ding nochmal aktualisiert worden sind. Und das wird wahrscheinlich ja, früher oder später Pflicht werden für jeden, der Shakes & Fidget spielt. Weil das denn die neue Validierungsmethode wird und man wahrscheinlich ja, alle Charaktere dann halt, wie schon bereits erwähnt, über einen Account bespielen kann und ja, das irgendwo natürlich einiges einfacher macht, aber ich denke mir auch auf der anderen Seite, das wird der Player Games bestimmt nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, ich muss Intelligenz. Aber Ausdauer geht fit. Ich halte hier schon lange durch mit 350k. Ich habe mich noch nicht vertippt. Übrigens, kleiner Tipp für die Late-Game-Spieler unter euch, aber das kennen bestimmt die meisten. Wenn ihr voll seid mit Seelen und schon alles ausgebaut habt hier, ne, schmeißt die nicht unnötig weg, die Seelen, weil die bringen euch kein Geld. Ne, schmeißt sie in die Toilette. Dann haben die Seelen wenigstens noch Verwendung. Bringt zwar nicht viel, aber zumindest ein bisschen was. Ne, wir haben jetzt hier 930 in die Toilette. So, dann ist das Ding weg und wir haben 940. Bringt euch 10 Füllstand. Besser als nichts, weil man schmeißt ja sowieso nichts mehr in die Toilette hier, wenn die Aura auf 66 hoch ist. Deswegen ja, kann man das auf jeden Fall nutzen. Und ansonsten, wenn man die Seelen wegschmeißen würde, dann würden die halt nichts bringen. Ja, also wie gesagt, ich vermute mal, da steckt irgendwas dahinter. Ihr könnt sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet. Ich weiß es selbst, wie gesagt, auch noch nicht. Aber ich denke mal, sowas macht Player Games nicht umsonst und mal schauen, was wir da in Zukunft mit geboten bekommen werden. Ne? Ich wollte euch auf jeden Fall mal auf den neuesten Stand halten, was das Ganze angeht, und damit wisst ihr auch Bescheid erstmal über die neue Charakter- bzw. Account-Funktion, die kommenden Updates wahrscheinlich kommen wird. Und seid darauf jetzt erstmal soweit vorbereitet. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch weitergeholfen hat, dann würde es mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar oder ein Like dazu da lasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.